Hello. Wusstet ihr, dass die Geschichte und die Bezüge der Disneys nach Florida viel weiter zurückreichen, als nur bis zum Zeitpunkt der Planung des Florida Project, wie das Projekt Walt Disney World in der Planungsphase genannt wurde? Nein? Dann schaut dieses Video, denn ich erzähle euch einiges über die Wurzeln der Familie Disney in Florida und fast, aber nur ganz fast, hätte Walt sogar hier geboren werden können, nur wenige Meilen entfernt von hier, ganz in der Nähe von Walt Disney World in Kismet, Florida. Ja, genau da, oder naja, ziemlich genau da befinde ich mich jetzt. Ihr seht hier hinter mir nur Bäume, ich auch, denn der Ort Kismet existiert schon ganz lang nicht mehr. Das ist ein Teil der Geschichte, mit der ich dieses Video anfange. Die Gegend, in der ich mich jetzt befinde, gehört heute zu Paisley in Lake County und wir befinden uns hier gerade einmal etwas weniger als 65 Kilometer von Walt Disney World entfernt. Also ja, praktisch um die Ecke. Hier hat ein Teil der Familie von Walt Disney seine Wurzeln und hier hielt sich Walt Disney immer mal wieder gerne auf, bevor er überhaupt daran gedacht hat, Walt Disney World quasi um die Ecke zu bauen. Früher in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts befanden sich hier, wo ich stehe, beziehungsweise in der Umgebung, zwei andere Gemeinden. Nicht Paisley wie heute, sondern Kismet und Akron. Orte, die schon lange verschwunden und von den meisten auch vergessen sind. Akron wurde ab ca. 1860 besiedelt, zunächst nur von ca. 30 Siedlern, deren Zahl aber schnell auf über 100 wuchs. Haupteinkommensquelle war für viele Siedler hier die Holzindustrie und der Abbau von Zitrusfrüchten. Der zweite Ort war Kismet, das ab 1884 von der Kismet Land and Improvement Company erschlossen wurde und am Ufer des Lake Dorr lag, an dem ich mich gerade befinde. Auch Kismet lebte vor allem von der Holzindustrie, war aber neben der Holzindustrie auch noch Standort des damals größten Hotels der ganzen Gegend, des sehr einfallsreich benannten Kismet Hotels. Beide Orte, von denen heute kaum noch was zu sehen ist, waren für die damaligen Verhältnisse durchaus wohlhabend. Trotzdem verschwanden sie im Strudel der Geschichte. Der Wohlstand kam aber zu einem abrupten Ende, als zunächst im Winter 1889 der Big Freeze und dann im Winter 1894, 1895 der Great Freeze verheerende Zerstörungen in der Landwirtschaft der Region anrichteten. Der erste der verheerenden Einschnitte kam 1889, als durch einen ungewöhnlichen Kälteeinbruch viele Zitrusplantagen in der Region zerstört wurden und viele Menschen die Orte hier verließen. Hatte noch kurz zuvor die Eisenbahngesellschaft St. John's and Eustace Railroad den Bau einer Strecke in die wachsende und prosperierende Region geplant, so wurde diese nun aufgegeben, was einen weiteren Schlag für die wirtschaftliche Entwicklung bedeutete. Das zweite Drama begann 1894 seinen Lauf zu nehmen. Am 29. Dezember zogen extremer Starkregen hier durch das ganze Gebiet und darauf folgten Temperaturen von bis zu minus 10 Grad Celsius. Das führte zur Vereisung der ganzen Zitrusplantagen, die wieder neu aufgebaut worden waren, wodurch fast alle Früchte auf einen Schlag vernichtet wurden. Auf diesen ersten harten Schlag des Great Freeze 1894-95 folgte ein weiterer schwerer Schlag und der war noch folgenreicher. Am 7. Februar 1895 sanken die Temperaturen sogar auf bis zu minus 14 Grad und damit wurden nicht nur die Früchte, sondern auch die Bäume vernichtet. Bis heute ist dieses extreme Wetterphänomen eine der niedrigsten Temperaturen, die Florida je gesehen hat und die niedrigste in Zentralflorida aller Zeiten. Nur im deutlich weiter nördlich gelegenen Tallahassee wurde es 1899 mit 19 Grad Celsius noch kälter und mit ebenfalls minus 14 Grad Celsius 1985 genauso kalt. Es waren also durch den Regen mit folgendem Frost im Dezember 1894 die Früchte an den Bäumen zunächst gestorben und dann durch den weiteren Frost, noch stärkeren Frost 1895 die Bäume selbst und so wurden innerhalb eines Winters 10.000 Hektar Zitrusplantagen zerstört und somit die Lebensgrundlage der ganzen Region. Dieser Great Freeze brachte auch die nach 1889 noch verbliebenen Siedler in eine ganz schwierige Situation und nachdem schon der harte Winter 1889 viele Plantagen vernichtet hatte, kam das endgültige Ende des Wohlstands von Kismet und Akron. Zu allem Überfluss brannte dann auch noch, ich habe ja schon erwähnt, die Holzindustrie war ein weiteres Standbein, noch das lokale Sägewerk ab, das für Kismet und Akron gearbeitet hat und die Orte wurden dann in der Folge verlassen und heute findet sich hier fast keine Spur mehr. Ja, und was hat das nun mit Walt Disney, mit seiner Familie zu tun?
Nun, zu den vielen Siedlern, die durch diese wetterbedingten Schicksalsschläge in Jahren 1889 und 1894, 1895 die wirtschaftliche Grundlage verloren haben, gehörten auch Vorfahren von Walt Disney. Und wie kam es dazu, dass diese Vorfahren in Florida ganz unweit des späteren Standorts von Walt Disney World lebten? Charles und Henrietta Call. Henrietta Call war übrigens geborene Deutsche, geboren 1837 in Mielen in Rheinland-Pfalz, zogen 1884 aus Kansas nach Florida. Und mit ihnen unter anderem ihre damals 15-jährige Tochter Flora, und die Familie siedelte sich eben in Kismet an. Den Calls folgten kurze Zeit später die Familie eines ihrer Nachbarn nach Florida. Die Familie von Capel Elias Disney. Capel Elias Disney war Walt Disneys Großvater väterlicherseits. Mit ihm und seiner Frau Mary Jane Richardson kam auch sein Sohn Elias Charles Disney nach Florida. Baron Capel schon nach kurzer Zeit später wieder in den Norden zog, weil er mit dem Klima in Florida nicht so richtig zurechtkam, blieb sein Sohn Elias zurück, aus Liebe zu einer jungen Frau, die inzwischen Lehrerin der Schule in Akron war, Flora Call. Die beiden sollten das erste Paar werden, das im 1887 neu geschaffenen Lake County heiratete und dessen Heiratsurkunde vom 01.01.1888 die älteste von Lake County ist. Das Ehepaar Disney wurde in der Kirche von Kismet getraut und noch im selben Jahr, am 8. Dezember 1888, der 8. Dezember ist übrigens auch Dörtes Geburtstag, allerdings so ein paar Jährchen später, man mag es kaum glauben, wurde auch Herbert Arthur Disney in Lake County geboren. Andere Quellen sagen in Daytona Beach, das ist nicht ganz gesichert. Herbert Arthur Disney ist das älteste unter den Disney-Geschwistern. Das junge Paar verbrachte seine Hochzeitsreise in Daytona Beach und war begeistert von diesem Ort, sodass Elias seine erste Orangenplantage in Kismet verkaufte und die beiden nach Daytona Beach zogen, um dort ins Hotelgewerbe einzusteigen. Just in diesem Moment kam es allerdings zu einer Krise im Tourismus und so scheiterte die erste größere wirtschaftliche Unternehmung des oftmals unglücklich agierenden Elias Disney, der, obwohl er immer als harter Arbeiter galt, nie viel Erfolg im Berufsleben hatte. Die junge Familie zog etwas nach Süden, nach Kissimmee, also ganz in die Gegend, in der heute Walt Disney World liegt, nach Osceola County, das ein Teil des Reedy Creek Districts beheimatet, wo Elias nun als Postzusteller arbeitete. Es gelang ihm mit seinem Einkommen daraus, ein Stück Land in der Nähe von Paisley zu kaufen und dort Orangen anzubauen. Die beiden zogen also erneut in die Gegend von Kismet zurück. Nach einem kurzen Intermezzo beim Militär im kurzzeitig von Kriegsangst getriebenen Florida wollte sich Elias ganz seiner Plantage widmen. Allerdings folgte kurz darauf das nächste Unglück, der erste der beiden extrem kalten Winter, von denen ich am Anfang des Videos erzählt habe. Dieser zerstörte die junge Plantage der Disneys, brachte auch die zweite Unternehmung von Elias Disney also zum Scheitern und so entschlossen sich die beiden nach Chicago weiterzuziehen, wo eine Weltausstellung in den Startlöchern stand. Ein weiterer Vorbote auf die Zukunft Walt Disneys, erst der Bezug zu Florida, dann der zu Weltausstellungen. Und diese Weltausstellung versprach gute Arbeitsmöglichkeiten. Die beiden Orte Kismet und Akron verfielen infolge ihres wirtschaftlichen Niedergangs und heute findet man kaum noch Zeugnisse davon. Das vorhin erwähnte Kismet Hotel blieb als einziges Gebäude von Kismet erhalten. Es wurde aber 1910 von einem Arzt aufgekauft, Stück für Stück abgetragen und im nahen Eustis, hier an der Ecke Magnolia Avenue, Grove Street, wieder aufgebaut. Dort wurde es als Grandview Hotel weiter betrieben. 45 Jahre später wurde es allerdings auch abgerissen und durch eine Filiale der Wells Fargo Bank ersetzt, die inzwischen auch leer steht und Platz macht für eine Apotheke, die hier wohl bald einzieht. So verschwand auch die letzte Erinnerung an die Orte Akron und Kismet, wo die Wurzeln der Familienbildung von Walt Disneys Eltern lagen. Allerdings findet man durchaus noch Spuren der Familie Disney hier. Denn selbst 2 harte Winter sorgten nicht dafür, dass alle Familienmitglieder die Gegend verließen. Lasst uns nun mal diese Spuren erkunden. Wir stehen nun vor dem Ponciana Cemetery, einem Friedhof irgendwo im Nirgendwo rund um Paisley in Florida. Hier sind gleich mehrere Verwandte von Walt Disney begraben. Und das Grab schauen wir uns mal an. Hier in diesem Grab sind die Großeltern von Walt Disney bestattet, Charles und Henrietta Call. Henrietta, geborene Groß aus Mielen in Rheinland-Pfalz, verstorben 1890 bzw. 1910. Und es erinnert auch ein bisschen was daran, dass hier die Großeltern des berühmten Walt Disney begraben liegen. Fans von Walt Disney fällt natürlich zuallererst die Gestaltung, die Farbgestaltung dieser kleinen Bank ins Auge. Und
Zudem gibt es hier 2 Mickey-Figuren, eine hier und eine kleine Infotafel, die allerdings einen kleinen Fehler enthält. Wenn ihr aufmerksam zuhört, werdet ihr es mitbekommen. Charles and Henrietta Call were the grandparents of Walt Disney. The Call and Disney family moved to Florida in 1884 from Kansas. The family settled on land about a mile north of Paisley. Charles and Henrietta's daughter Flora married Elias Disney in 1888 and later moved to Chicago, where Walt was born in 1900. As a child and as an adult, Walt was a frequent visitor in Paisley with his aunt Jessie Call Perkins. Und hier noch ein kleiner Stein mit der Aufschrift Mother and Father. Das ist aber nicht das einzige Grab der Verwandtschaft von Walt Disney, sondern hier befindet sich der Grabstein von Albert Perkins und Jessie Call Perkins. Albert Perkins arbeitete lange Zeit als Postbeamter in Paisley und war überall unter dem Spitznamen The Postmaster bekannt. Und seine Frau Jessie Perkins, geborene Call, also eine Schwester von Flora Call, ist direkt neben ihm begraben. Und das ist die erwähnte Jessie, die Walt auch selbst noch besucht hat. Die beiden waren also Onkel und Tante von Walt Disney. Und die Perkins gehörten zu den ersten Siedlern oder ersten Pionieren hier in der Region, also quasi eine der ältesten Familien, die hier lebte. Und das gilt auch für die Familie Frary, deren Gräber hier direkt daneben sind. Weitere Verwandte, auch eine weitere Schwester von Flora Call heiratete in die Familie Frary ein. Jessie Perkins war, wie ihre Schwester Flora Call auch, Lehrerin, folgte nach dessen Tod aber ihrem Mann als Leiterin der Post von Paisley nach. Und genau da befinde ich mich jetzt vor dem Postamt der Stadt Paisley in Florida. Auch 2 weitere Tanten von Walt Disney, Julia Henrietta Campbell und Grace Frary, lebten bis an ihr Lebensende in der Gegend und sind heute in Eustis bzw. in The Land, ganz unweit von hier, begraben. Entfernte Verwandte der Disneys leben aber bis heute hier. Walt verbrachte, angeblich zumindest, immer wieder einige Tage seiner Schulferien in Paisley bei seinem Onkel und seiner Tante. Das ist allerdings ungesichert, denn es ist doch ziemlich fraglich, ob Elias seinen Kindern solche Freiheiten erlaubte. Walts Vater strebte immer danach, seinen extrem strengen Arbeitsethos auch auf seine Kinder zu übertragen, was wiederholt zu ganz scharfen Konflikten in der Familie geführt hat. Später allerdings ist Walt gesichert in die Gegend zurückgekommen, um seine Tante Jessie Perkins, seine Cousine Irene Campbell und auch andere Verwandte zu besuchen. Da gibt es Fotos davon zeugen einige Fotos, wie zum Beispiel dieses, das wir euch jetzt einblenden, das ihn kurz vor dem Tod seiner Tante Jessie mit dieser zeigt. Und das wurde 1955 oder 1956 aufgenommen. Auch über Briefe stand Walt ständig in Kontakt, oder regelmäßig zumindest in Kontakt mit seiner Tante in Florida. Auch Walts Eltern, Elias und Flora, sind später in ihre alte Heimat zurückgekehrt und haben ein bisschen ihre Erinnerungen aufgefrischt. Ja, das war unser kleiner Ausflug in die Geschichte der Familie Disney in Florida, zu den Wurzeln der Familie Disney in Florida. Ich hoffe, er hat euch gefallen, hat euch noch einige neue Informationen gebracht und war interessant auf jeden Fall für euch. Wenn das so war, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst und ja, vielleicht auch ein paar Kommentare, wie ihr solche Themen findet und ob wir weiterhin auch solche Themen aufgreifen sollen.